Wir wollen das Ganze gemeinsam einordnen. Aus Washington zugeschaltet ist jetzt Nico Lange, er ist Experte für Sicherheitspolitik. Herr Lange, wir grüßen Sie. Guten Abend. Für wie realistisch halten Sie denn diese Berichte, dass die USA einen Friedensplan vorbereiten, der schon nächste Woche in München auf der Sicherheitskonferenz präsentiert werden könnte? Ich muss Ihnen leider sagen, dass ich diese Berichte für nicht realistisch halte und dass ich hier in Washington auch bestätigt bekommen habe, dass Gespräche geführt werden bei der Münchner Sicherheitskonferenz, aber dass dort kein fertiger Plan vorgestellt wird. Es gibt wichtige Fragen, die noch zu klären sind, wie man zu einem Waffenstillstand und auch zu einem dauerhaften Frieden kommen könnte. Aber diese Fragen sind eben nicht geklärt. Also Gespräche werden geführt. Keith Kellogg und Michael Waltz als die wichtigsten Akteure für Trump werden in München sein. Aber es wird kein großer Plan präsentiert. Schauen wir mal auf das, was angeblich in diesem Plan stehen soll. Da heißt es, der Plan sehe vor, dass der Konflikt jetzt entlang der Frontlinie eingefroren wird. Die Ukraine würde dann dafür Sicherheitsgarantien erhalten, aber eben keine NATO-Mitgliedschaft. Wäre das denn überhaupt eine akzeptable Lösung für Kiew? Ich muss ja zwei Fragen beantworten. Die eine ist, wie kann man Wladimir Putin stoppen? Der greift ja weiter an und sagt, er will weiter die ganze Ukraine kontrollieren. Und die andere Frage ist, wie sichert man einen Frieden dauerhaft ab? Und für diese dauerhafte Absicherung, da hat jetzt nicht nur die USA, sondern zum Beispiel ja auch Deutschland eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine erstmal ausgeschlossen. Da muss man sich überlegen, wie man das macht und wie man Russland abschreckt. Und da werden die Streitkräfte der Ukraine, eine europäische Präsenz und auch ein amerikanisches Backup eine Rolle spielen müssen. Und ich glaube, über diese Frage wird gerade heftig gerungen. Welche Rolle werden die Amerikaner eigentlich dauerhaft für die Sicherheit der Ukraine übernehmen? Trump sagt bisher, er will irgendwie Druck machen auf Putin, um einen Waffenstillstand herbeizuführen. Aber die dauerhafte Absicherung sollen dann die Europäer allein übernehmen. Aber die Ukrainer und auch die Europäer sind der Auffassung, dass das ohne amerikanisches Backup nicht gehen wird. Ein Faustpfand der Ukrainer, das sind ja bisher die seltenen Erden im Osten des Landes, auf die es Donald Trump abgesehen hat. Am Abend hat er jetzt eine Pressekonferenz gehalten. Da wurde gesagt, dass er schon nächste Woche mit Präsident Zelensky eben über diese seltenen Erden sprechen will. Könnte es sein, dass die Ukraine am Ende dann gezwungen ist, diese Bodenschätze weit unter Wert abzutreten? Das glaube ich nicht. Zelensky hat ja das Thema seltene Erden und strategisch wichtige Rohstoffe in der Ukraine selbst als Teil seines Friedensplans aufgebracht. Also im Grunde geht Trump da auf etwas ein, das ihm angeboten worden ist aus der Ukraine, wie man dann diese Bodenschätze, die übrigens nicht nur in der Ostukraine liegen, sondern im ganzen Land verteilt, wie man die heben kann und wie das wirtschaftlich möglich ist, anhand der Preise, die da im Moment für diese seltenen Erden zum Beispiel aufgerufen werden. Das sind alles offene Fragen. Aber Trump hat ein Interesse daran. Und ich finde, ehrlich gesagt, wir müssten auch Interesse daran haben, dass diese Rohstoffe nicht Russland oder China in die Hände fallen und sie erstmal strategisch zu sichern. Und wenn er dadurch ein handfestes Interesse hat, die Ukraine zu unterstützen, ist das doch eine positive Entwicklung. Nach Moskau scheint ja jetzt auch Washington noch darauf zu bestehen, Herr Lange, dass in der Ukraine Wahlen abgehalten wären. Wäre das in so kurzer Zeit überhaupt möglich? Wladimir Putin behauptet ja auch immer wieder, dass Präsident Zelensky als Verhandlungspartner gar nicht in Frage komme, weil er eben keine Legitimität besitze. Der Ukraine hat niemand etwas gegen Wahlen. Da wird übrigens jedes Mal jemand Neues gewählt als Präsident, ganz im Gegensatz zu Russland, wo immer das gleiche Ergebnis dabei herauskommt. So Russland muss, glaube ich, der Ukraine nichts erzählen in Bezug auf Demokratie. Es geht im Kern darum, dass Putin sagt, da muss erst mal gewählt werden. Ich kann mit Zelensky nichts unterschreiben. Und da hat gerade der Sondergesandte von Trump, Keith Kellogg, hier widersprochen und hat gesagt, ja, Wahlen in der Ukraine, die stehen an, wenn die Bedingungen dafür da sind und wenn die Verfassung der Ukraine das erlaubt. Wir könnten ja in Deutschland während eines Krieges auch keine Wahlen durchführen. Also da ist, glaube ich, jetzt die Position der USA eine Position, die auch die Position der Ukraine betrifft. Und Russland steht da allein. Wir sollten uns, glaube ich, auch nicht zum Anwalt dieser russischen Propaganda machen, mit der Putin der Ukraine erklären will, wie Demokratie funktioniert. Das ist doch absurd. Sagt der Experte für Sicherheitspolitik Nico Lange. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Gerne.